Willkommen zurück zum deutschen klitzekleinen Update-Video heute. Ganz einfach wegen der Price Action. Wir werden uns heute anschauen, was ist mit AMC passiert. Wir machen ein ganz kleines Update für FFAI. Wir schauen uns an, ob Beyond jetzt endlich ready ist. Und wir machen auch ein ganz kleines Update für die GT. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr sucht auf meinem Kanal einfach die Playlist Fractal Method. Okay, na dann springen wir gleich rein in AMC. So, heute machen wir wieder mal nur das kleine Update, wo wir uns anschauen, was heute passiert ist. Fürs Große werde ich wieder das große Geschichten-Video dranhängen am Ende des Videos. 2-Part-Squeeze, Preisziele und. Bevor wir allerdings damit anfangen, zwei Sachen, weil ich merke das in letzter Zeit immer öfters. Erstens, ihr könnt Fragen stellen, welche ihr wollt. Ja, solange wir in zivilisierter Weise diskutieren, ist alles kein Problem. Ihr könnt auch absolut gegenteilig meiner Meinung sein. Werde ich euch auch nicht böse sein. Ich verlange nur eins, ja, was die Gesellschaft heutzutage anscheinend echt verlernt hat. Und zwar diskutieren. Das ist das Einzige. Ja. Mich interessiert nicht, wenn jemand unbedingt ausschließlich seine Meinung durchdrücken will. Und wenn sich auch jemand nicht benehmen kann, und mit benehmen meine ich mit so Sachen wie, dein Tracking ist scheiße und du bist ein Idiot. In die Richtung, ja, oder ausschließlich nur seine Meinung durchdrücken will, ja, dann wird halt dasselbe mit euch passieren, wie es mittlerweile 80 russischen Bots passiert ist, was mit Leuten passiert ist, die unbedingt irgendwelche komischen scheiß Krypto-Coins anpreisen wollen oder irgendwelche anderen Scam-Channels anwerben in meiner Kommentarliste. Ich lese jedes Kommentar und ich versuche auch auf jedes Kommentar zu antworten. Und wenn ich so einen Scheiß sehe oder wenn ich sehe, dass jemand zu unreif ist, sich zu unterhalten, werdet ihr instant Shadow gebannt. Und ihr werdet es nicht einmal merken, weil ihr könnt es dann noch immer schreiben, aber lesen wird es keiner mehr. Nur als Warnung. So, und bevor wir, jetzt sind wir fertig mit der Rant, bevor wir zum Microtracking gehen, weil ich heute schon irrsinnig viele Fragen gelesen habe. Oh, jetzt kommt der Illusion, es wird nie wieder passieren, äh, jetzt werden wir zu Null gehen und so weiter und so fort. Erstens, der Drop heute, meine persönliche Meinung, ich kann auch falsch liegen, war keine Delusion. AMC hat ein Automatic Self-Registration gemacht. Ja? So wie ich das verstanden habe, ist es der gleiche CAS wie 2020 und 2021. Sie haben jetzt ganz einfach ausgedrückt das gleiche gemacht, was GameStop vor 1-2 Wochen gemacht hat. Weil GameStop hat seine Bitcoin zu Coinbase transferiert. Ja? Man hat aber noch keine Bestätigung, dass sie es verkauft haben. AMC hat heute dasselbe gemacht. Es hat seine Shares, für die gewotet worden ist, zu Goldman Sachs, glaube ich, oder auf jeden Fall zu einem Broker hinübergeschoben und registriert. Bedeutet, ab heute können Sie jederzeit, wann immer Sie wollen, diese Aktien verkaufen. Bedeutet auch, das ist die einzige Möglichkeit für Sie, dass Sie Aktien in einen Chat-Test oder einen Squeeze verkaufen können. Es ist auch dasselbe, was Sie 2020 und 2021 gemacht haben. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Die Sache ist nur, kleine Warnung, das wird jetzt gleich sehr hell. Ja? Also aufpassen, okay? Also 1, 2, 3. So, hier ist ein ziemlich guter Dilution Chart für AMC. Also jedes Mal, wenn AMC Aktien diluted hat. Und zwar von August 2020 bis November 2021.
Und was man hier sehr gut sieht ist, wir haben zum Beispiel 50 Millionen im November 2020 angekündigt, dass wir sie verkaufen. Dann haben wir auf dem Top vom Dezember angekündigt, dass wir 200 Millionen Aktien verkaufen. Und kurz bevor wir unseren Boden in 2021 erreicht haben, haben wir noch einmal angekündigt, 50 Millionen zu verkaufen. Und in unserem A, ja, also bevor wir richtig gelaufen sind im Jänner 2021, haben wir wieder 50 Millionen angekündigt. Bedeutet, wir haben an die 300 Millionen Aktien angekündigt zu verkaufen. Und die wurden alle in diesem kleinen Squeeze hier verkauft. Ja? Somit, es ist schon mal passiert. Warum die Leute jetzt plötzlich so nervös werden, weiß ich nicht. Das gleiche für den zweiten Part für den Squeeze. Wir haben 43 Millionen kurz bevor wir zum niedrigsten Punkt im Mai gefallen sind angekündigt. Die wurden dann kurz vorher auch fertiggestellt und wir haben auch im Squeeze 8,5 Millionen im Juni verkauft. Und eins sage ich euch, im Juli am Top vom AMC 2021 hat AMC darum gebettelt, dass sie noch mehr Aktien bekommen zum Verkaufen. Leider war Retail so deppert und hat gesagt, nö, weil wir wollen unbedingt $1 Million pro Aktie. Wenn Retail damals nicht so blöd gewesen wäre, ich meine, das ist jetzt diskutabel, ja, ob, wenn sie Nein gesagt hätten, ob wir wirklich 1 Million bekommen hätten. Ich glaube es nämlich nicht, weil das Fractal hat es nicht gezeigt. Aber wenn Retail damals nicht Nein gesagt hätte, dann wäre EMC jetzt schon debt-free. Ja. Ob es was am Fractal geändert hätte, werden wir nie erfahren. Ja. Aber ihr seht eindeutig, es ist nicht schlecht. Ja. Vor allem, selbst wenn ihr nicht ans Fractal glaubt, ja, ist halt die Sache, es gibt, wenn ihr daran glaubt, es ist alles überkauft und AMC ist 10, 50, 100 Mal oversold oder was auch immer, ja, ja dann gibt es derzeit keine Aktien mehr. Wie kriegt man also einen Squeeze? Indem man neue Aktien in den Markt reinwirft und die wie deppert gekauft werden. Ich finde das also heute nicht unbedingt bearish. Okay, na dann springen wir mal hinein, was heute passiert ist. So, Leute, 30-minütiger Chart. Was eindeutig ist, unser Higher Low ist tot. Ja? Weil wir sind eindeutig drunter gebrochen, somit tot. Somit ist auch eindeutig, dass diese Section hier unser kleines Micro-T ist. Und technisch gesehen, wie ich das immer sage, das T hat hier angefangen, wir sind niedergefallen, also technisch gesehen ist dieses kleine T fertig. Gilt übrigens auch für das große T und ich meine dieses T hier, das ist technisch gesehen auch fertig. Also das Einzige, was wir derzeit suchen, ist einfach unseren Boden. So, jetzt habe ich 2 oder 3 Versionen? Nein, 2. Für das habe ich derzeit 2 Versionen. Erstens, wir sagen die bärische Methode, wir sind noch nicht fertig und das bedeutet, wir werden jetzt bis Freitag fallen. Ja? Ich bin noch immer der Meinung, dass wir unsere große Megaphon-Trendlinie nicht berühren oder brechen werden. Ja? Oder ich wünsche es mir zumindest. Also im blödesten Fall gehe ich von 1,25 aus. Ja? Sollte das heute der Boden gewesen sein, ja, dann könnten wir schon darüber diskutieren, ob das hier unser Micro-Higher Low ist, was wir brauchen. Ja? Weil, wenn ihr euch das anschaut, machen wir das ganz, ganz genau. Zack, zack. Ja, sind wir ganz leicht runtergetippt. Bedeutet, dieses kleine Micro-Higher Low könnte mit heute jetzt fertig sein. Dieses Micro-Higher Low wäre dasselbe wie das hier. Oder nein, dieses Micro-Higher Low wäre dasselbe wie das hier. Und auch dasselbe wie das hier. Ja? Es ist nicht das Higher Low, was wir brauchen, ja?
Es ist nur das Higher Low, was das Higher Low startet, was wir brauchen. Bedeutet, im besten Fall war das unser Micro Higher Low. Und wir machen jetzt bis Freitag das große Higher Low. Ja? Egal, was für Nachrichten kommen, wenn überhaupt welche kommen, ist absolut wurscht. Und nächste Woche machen wir unser A und unseren Pullback und wir sind fertig. Ja? Bester Fall. Schlechtester Fall, wir machen neu los bis Freitag und starten erst dann die ganze Scheiße. Wie das ausschauen würde, wäre das hier. Ja? Hier hätte ich 3 Varianten. Fangen wir mit der besten Variante an. Also das ist 2021 und zwar Jänner. Ja? Die beste Variante ist, wir haben heute das hier gemacht. Ja? Bedeutet den Rest der Woche, ich zoome da mal ein bisschen weiter rein, den Rest der Woche machen wir das hier. Ja? Und jetzt ist die Sache. Im besten Fall sind wir hier, machen das bis Freitag. Ja? Und dann schenken wir uns das und machen unser großes A nächste Woche und den Pullback nächste Woche. Bedeutet, in 2 Wochen geht es ab nach oben. Ja? Im besten, längsten Fall machen wir das diese Woche, das nächste Woche und das übernächste Woche. Ja? Ja? Deswegen, ich weiß, für viele von euch, die die Optionen spielen, ist es halt scheiße, weil Zeit, ja. Aber Bestätigung sind einfach Landmarks. So, im nicht so besten Falle sind wir jetzt gerade hier. Ja, bedeutet 5. Jänner. Aber wir brauchen noch immer diesen letzten Drop. Ja, das wäre, wenn wir jetzt bis Freitag fallen. Und im absolut blödesten Fall wären wir jetzt trotz allem gerade erst hier. Dann kommt es aufs Volumen an, kann es schon 2 Wochen dauern, bis wir am Boden sind. Aber ich bin noch immer nicht bearish. Ja? Vor allem, wenn man sich derzeit einfach GameStop anschaut. Das ist eigentlich bis auf den Delusion Chart, aber das ist eigentlich mein größtes Argument dagegen. Ja? Solange GameStop noch bullish ist und meiner Meinung nach ist es komplett außer Frage, dass AMC, GameStop und CORS miteinander synchronisiert sind. Das haben wir in den letzten 4 Jahren mehrmals bewiesen. Somit, solange GameStop nicht bearish ist, wie können wir dann bearish für AMC sein? Ich meine, ich habe schon öfters gesagt, kurz vorm Schluss kann GameStop nach oben gehen, aber AMC geht nach unten. Ja, aber wenn GameStop jetzt bullish ist, dann hat GameStop nicht mehr, eigentlich nur noch eine Landmark offen, und zwar A, Pullback Squeeze. In dem Fall kann es für AMC natürlicherweise auch nicht länger dauern. Der einzige Unterschied wäre, wenn wir jetzt plötzlich bei GameStop einen Knife sehen. Erstens bedeutet das die 17,50, mein früheres bearisches Tracking, ist wieder am Tisch. Und zweitens würde das bedeuten, jo, dann kann es auch für AMC länger dauern. Dann könnten wir vielleicht sogar die Megafon-Linie bei 1,20 brechen und unter $1 gehen. Ich sehe es derzeit einfach noch nicht. Somit warten und Tee trinken. Okay, nächstes FFI, ganz kleines Update. Für die ganze Geschichte die letzten Videos anschauen. Heute schauen wir uns ganz speziell nur dieses kleine Knife an. Und ich habe schon gesagt, ich mag FFI nicht, weil es mich ja verarscht hat. Ja? Aber ich werde es trotzdem weiter tracken. Was ich halt heute gesehen habe. Ja? Wir haben am letzten Donnerstag das massive Knife bekommen und am Freitag den Bounce. Ja? Ich meine, ich muss es mir noch weiter anschauen, aber wie es halt derzeit ausschaut ist, wenn das unser Boden jetzt sein sollte von Donnerstag, dann ist das hier unser Micro-High Low. Ja? Weil unter der 7.86 perfekt und gebounced. Solange
was ist das, 68 Cent nicht berühren oder brechen, ist das unser kleines Micro-High-Low. Bedeutet, wir sollten jetzt anfangen, unser großes High-Low zu machen. Ja? Bedeutet, wir würden raufgehen, sollten 1,23 nicht brechen, High-Low, und dann kommt unser großer Squeeze. Ich werde es weiter beobachten, ja, weil es war halt echt scheiße, dass dieses wunderschöne High-Low nicht gehalten hat. Ja, das ist jetzt unser Tee. Aber dieses Tee hat halt hier angefangen und ist auch technisch gesehen fertig. Schauen wir mal. Also derzeit sind nicht alle Hoffnungen verloren. Okay, nächstes ist Beyond. Auch hier für die volle Geschichte die letzten Videos anschauen. Wir schauen uns jetzt noch an, was wir heute gemacht haben. Ja, und ich glaube, ich nenne das einen Bounce. Also wir haben ja letzten Donnerstag unsere Gap gefüllt, die letzte, die es gab, von 80 bis 66 Cent. Wir sind sogar ein bisschen weiter runtergegangen zu 64 Cent und hatten einen wunderschönen Bounce. So, wie geht's weiter? Die Sache ist, ihr wisst es wahrscheinlich schon, ich will mein Higher Low. Ja? Bedeutet, wir sollten nicht über 88 Cent gehen, dann die 786 Fib Retracement Pullback und dann geht's nach oben. Sollten wir aus irgendeinem Grund diese Trendlinie doch brechen, also sollten wir über 90 Cent gehen und vor allem sollten wir über $1 gehen, vergesst, was ich gesagt habe jetzt. Weil dann ist es einfach bullish, ja, und auf geht's. Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, wir sollten, was auch immer wir hier machen, bis Freitag erledigen und dann schauen wir mal. Ja. Im besten Fall vielleicht war, wenn man sich das hier näher anschaut, das schon unser Top. Ja. Bedeutet, bis Freitag, wenn das unser Top ist, bis Freitag gehen wir runter zu 67 Cent und dann geht's hinauf. Wohin? Ja. Unser nächstes A ist über 15. Wahrscheinlich so um die 25. Ja. Und wenn wir sowas ähnliches machen wie im Oktober, dann sollte das relativ schnell gehen. Okay. Und letztes ist DGT. So, auch hier nur ganz kleines Update, was wir heute gemacht haben. Für das Große schaut euch die letzten Videos an. Und für DGT hätte ich jetzt zwei Möglichkeiten sogar. Die Sache ist, wir haben hier unseren Boden am 21. November, haben unser Micro High Low gemacht, haben das mittlere High Low gemacht, ja, und wir schauen ja jetzt eigentlich, dass wir unser großes High Low machen, von dem es ja zwei Varianten gibt. Entweder dieses große High Low bekommt seinen Peak unter der weißen Trendlinie, das wäre die schnellere Variante, weil es kleiner ist, und dann machen wir die großen Moves, oder wir machen die größere Variante, die länger dauert, dann ist das Peak irgendwas bei 36, $40, weil dann dürfen wir diese Trendlinie nicht berühren. Was wir jetzt gerade machen, ist, dass wir zu diesem Higher Low gerade ein Micro Higher Low wieder mal machen. Und hier gibt es zwei Varianten. Entweder dieses Micro Higher Low ist nicht fertig, ja, weil wir sind noch nicht in der Nähe von der 786. Bedeutet, und wir haben ja auch noch eine kleine Gap offen. Die Gap ist von $10,97 zu $10,98. Ja. Also für mich im wahrscheinlichsten Fall bedeutet das, wir müssen hier runter und dann gibt es plötzlich wieder Merger News oder was auch immer. Bullische Alternative allerdings ist, das hier ist eindeutig unser C. Das hier. Das hier kann locker unser B sein. Das bedeutet, das hier kann locker unser A sein. Ja. Bedeutet, wir hätten schon unser V under A. In dem Fall wäre das hier schon
unser kleiner Bounce. Und ab jetzt geht's nach oben. Wird uns hoffentlich die nächsten Tage zeigen. Generell, bevor ich das Video beende, letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, so viele Aktien, die wir tracken, sind genau dort hingeknallt, runtergeknallt, wo sie hin sollten. Und haben am Freitag ihren Bounce bekommen. Kann natürlich alles Zufall sein. Kann natürlich sein, dass am Freitag alle bei vielen verschiedenen Aktien gleichzeitig kaufen gedrückt haben. Vielleicht. Wir werden sehen. Okay, wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier, Video für die großen Geschichten dahinter. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt es mir ein Abo. Schauen wir mal, was diese Woche passiert. Wir sehen uns.